Ja, hallo liebe Leute, willkommen beim nächsten Video. Ein freundlicher YouTuber hatte mir einen Tipp gegeben, dass es ein Add-on für FreeCAD gibt, das nennt sich Alias Manager und das ist wirklich hilfreich. Deswegen möchte ich zeigen, wie man das in FreeCAD aktiviert, installiert und gleichzeitig wie man sich das auf die Oberfläche hier dann entsprechend einbindet. Damit willkommen bei meinem Kanal Tutorius und wir legen dann einfach mal los. Gut, FreeCAD ist gestartet. Wir starten einfach hier über Werkzeuge und gehen in den Add-on Manager. Hier haben wir die Arbeitsbereiche, die wir hier installieren oder deinstallieren können. Und hier gibt es Makros. Der lädt sich dann eine Liste, wenn man darauf klickt, da muss man ein bisschen warten. Und das sind alle Makros, die verfügbar sind und die grünen, die sind schon installiert. Hier gibt es ein Makro, das nennt sich Alias Manager. Das ist genau das, was wir installieren möchten. Einmal anklicken und dann wird hier angezeigt, was das Ding ist. Hier kann man eine Webseite besuchen und hier gibt es einen Download für ein Icon. Das sollte man auch machen, dieses Icon laden. Das heißt, dann klickt er einmal drauf, dann macht er einen Webbrowser auf mit dem Icon und dann kann man das einfach rechte Maustaste anklicken und kann sagen, man möchte das speichern. Speichern tut man das in einem Verzeichnis, wo man es hinterher auch wiederfindet. So, ich zeige das jetzt hier nicht. Ich habe Linux, ihr habt vielleicht Windows. Das bringt uns da nicht so viel weiter. Das können wir wieder zumachen. Wir sind wieder im FreeCAD. Wenn man das Icon runtergeladen hat, diesen Alias Manager noch installieren. Das geht hier unten über ausgewählte Installieren, Aktualisieren. Einmal anklicken. So, dann sieht man hier, das wurde installiert. Es ist jetzt nicht grün, beim nächsten Aufruf ist das grün. Wir gehen einfach auf Schließen und können weitermachen. Jetzt möchte ich halt zeigen, wie man das hier in die Oberfläche einbindet. Das geht, man kann da ruhig schon mal eine Datei neu machen. Dann sieht das auch ein bisschen freundlicher aus und man sieht vor allen Dingen die Icons selber. Und das geht auch über Werkzeuge und zwar über den Menüpunkt Benutzer definiert. Bei Benutzer definiert braucht man dann erstmal in den Modus Makros gehen oder in den Tab Makros. Und hier hat man jetzt die Möglichkeit, das gerade aktivierte Makro auszuwählen. Und die sind jetzt nicht so sortiert, wie man es erwartet. Oder sind die ja, kann sein, die sind alphabetisch sortiert und dadurch, dass der Alias Manager eben mit A beginnt, ist er hier unten. Also unten beginnt das A, oben sind dann die letzten Makros und wir wählen Alias Manager aus. Haben den da drin. Jetzt kann man hier noch Texte hinzufügen. Menütext Alias Manager und den Rest brauchen wir hier nicht. Wir legen das Symbol dafür fest und das geht dann folgendermaßen. Es wird hier das kleine Knöpfchen gedrückt, dann gehen diese Icons auf. Ich habe das schon hier drin, dass man die Icons da reinbekommt. Das macht man hier über das Symbolordner und dann habe ich hier meinen Symbolordner, wo ich das abgelegt habe. Und wenn ich da weitere ablege, kommen die auch hier rein. Und die sind auch, die sind nicht alphabetisch sortiert. Die eigenen Icons kommen oben hin. Auch eine nette Sache. Man wählt das Icon einfach aus und klickt auf Hinzufügen. Jetzt ist das Makro hier vorhanden. Wir können das Ganze hier schließen. Oder wir machen direkt weiter mit den Symbolleisten. So, das machen wir erstmal wieder weg hier. So, damit ihr seht, wie es wirklich funktioniert. Ich möchte das im Part-Design gerne aufrufbar haben, dieses Add-on. Also lege ich mir eine neue Symbolleiste an. Hier zeigt er standardmäßig Part-Design an. Dieses Part hier, das ist hier unten meine Symbolleiste, die ich irgendwann mal gemacht habe. Ich möchte aber eine neue machen, also tippen wir auf Neu. Dann kriegt die einen Namen und
wir nennen die einfach mal Add-ons. Und okay, dann hat die ein Häkchen, das heißt, sie ist aktiv. Wir können hier das selektieren und können hier nun auswählen, was wir da reinpacken wollen. Hier wählt man nun aus, was man reinpacken möchte. Und da gibt es hier den Punkt Makro. Nein, das ist es nicht, sondern das ist Datei, Makros da. Das muss man wählen. Und da ist der Alias Manager, selektieren, mit dem Pfeil da reinschieben und wir können das Ganze schließen. Und dann haben wir hier das Icon liegen und das können wir uns jetzt so verschieben, wo wir es gerne hinhaben möchten. Ja, da macht das doch Sinn. Okay, wir haben eine Datei offen. Wir können direkt loslegen mit den Makros. Mit diesem Makro, wir legen halt eine neue Datei, haben wir schon angelegt. Wir wechseln in den Spreadsheet-Modus, legen ein neues Spreadsheet an, wechseln wieder in den Part-Design-Modus. Und dieses Spreadsheet bekommt, wie man das bei mir kennt, den Namen AAA. Und jetzt können wir entweder erstmal mit den Parametern anfangen, hinterher mit der Zeichnung. Ich denke, so sollten wir es machen. Das heißt, es wird das Spreadsheet wird auch geöffnet. Das haben wir jetzt offen. Dann wechselt man hier wieder auf die Oberfläche, drückt auf Fenster anordnen. Und dann haben wir hier das Spreadsheet, das können wir jetzt hier rüber schieben. So, das ist genug Platz und dann können wir hier loslegen. So, jetzt überlegt man sich, was für Werte möchte man überhaupt haben. In die erste Spalte schreibt man die Namen der Parameter und wir lassen die erste Zeile einfach mal frei für eine Überschrift und fangen hier mit der zweiten Zeile an und in der ersten Spalte ruhig und dann sagen wir, okay, wir möchten Würfel konstruieren, der hat einmal eine Breite, der hat eine Länge und eine Höhe. Ich glaube, das nennt man besser mal Tiefe. Breite, Tiefe, Höhe, so ist das korrekt. Also, das Ding soll also 30 mm breit sein, 25 tief und 15 mm hoch. So, dann bekommt der noch eine Bohrung und zwar die hat einen Abstand ABSX, nennen wir das. Der Bohrung soll 10 mm von der linken Flanke entfernt sein und dann von vorne, das ist dann ABSY, machen wir aber ohne Minuszeichen. Ich weiß nicht, ob das geht mit dem Minuszeichen da drin, ich denke nicht. Und da kriegt das einen Abstand von 15 und der Durchmesser DM1, nennen wir den mal, der soll 5 mm sein. Okay, das wären meine Parameter. Jetzt starte ich ein Makro oder das Makro. Das machen wir einfach, indem man hier draufklickt. Dann sagt er möchte in die Spalte B die Werte eintragen. Das ist genau richtig. Von Zeile 2, also ist in Englisch hier Row 2, das ist korrekt, aber er soll das bitte bis Row 8 machen. Also gehen wir hierher, gehen hier auf Nummer 8 und Set Alias ist der richtige Befehl. Wir können Aliases wieder rausnehmen, wir können sie verschieben, aber ich denke, für den Anfang braucht man nur das und das Clear Alias, vielleicht mal, wenn man wieder neu starten möchte. Okay, wir einfach einmal OK drücken und schon haben diese Werte alle das gelbe, die gelbe Farbe, dass Aliasse da dran sind. Man kann das überprüfen. Man geht hier her auf den Alias und sieht, da ist Breite drin. Also wirklich eine Erleichterung. Vor allen Dingen sieht man die hier dann richtig gut.
Dann können wir damit zeichnen. Das heißt, ich erzeuge hier eine neue Zeichnung auf der XY-Fläche und dann zeichnen wir ein Rechteck. Das soll symmetrisch werden. So, ich habe mal oben nochmal die Tastenbefehle eingefügt. Das soll symmetrisch werden und dann haben wir hier die Symmetrie. Jetzt ist das Ding symmetrisch, dann geben wir dem die entsprechenden Werte. Das bitte waagerecht, das soll Breite werden, also auf dieses FX-Symbol hier klicken und Breite. Ach, klar, ja, AAA natürlich, Punktbreite und okay. Okay, dann haben wir das drin, dann hier selektieren, senkrecht f von x, AAA, Punktbreite. So, die Bohrung machen wir direkt hier rein. Wir zeichnen einen Kreis, der völlig frei beweglich ist und das bemaßen wir jetzt. Du bitte zu dem, das ist das müssen wir dann nehmen und da wird jetzt der Abstand genommen, AAA.ABSY natürlich. Und dann machen wir das nochmal hier nach da, Maß ABSX, so. Jetzt wird noch der Durchmesser bemaßt. Wir wechseln hier auf Durchmesser. Einmal selektieren und Durchmesser bemaßen. Auch f von x, AAA.dm1. So, fertig ist die Zeichnung. Was eben wichtig ist, ich nutze die Version 19. Das heißt, das könnt ihr hier so sehen über FreeCAD und dann sieht man, dass es die Version 19 ist. Die Version 19 ist kurz davor, die aktuelle Release-Version zu werden. Deshalb macht es keinen Sinn mehr, die 18er-Version zu nutzen. So, jetzt können wir die Masse hier noch ein bisschen schön machen. So, und das machen wir dahin. So, dann Zeichnung schließen. Jetzt wird das Ganze aufgepolstert. Das machen wir hiermit. Und dann kriegt das hier nochmal den Wert AAA.Höhe. Und schon haben wir das parametrische Teil fertig konstruiert. Und dann braucht man hier nur hergehen, okay, ich möchte ein neues Teil machen. Das kriegt eine andere Breite. Sagen wir mal 60. Und ich glaube, ich habe was falsch bemaßt. Ja, dann geht man in den Sketch. Natürlich habe ich was falsch bemaßt. Das hier, das wird natürlich nicht Breite, sondern Länge. Was habe ich da genommen? Der Tiefe. So, dann wird das geändert. Und okay. Zeichnung schließen. So ist das richtig. Dann machen wir die hier auf 45. Die Abstände, wenn andere 40 und den machen wir auf 25 und das machen wir ruhig mal Durchmesser 30. So, gut. Also tolles Add-on. Danke für den Tipp. Da werde ich in Zukunft weiter mitarbeiten. Und in Tutorials muss man dann natürlich immer das erwähnen, dass man das benutzt. Sonst haben die Leute da wenig von. Gut, dann das war's zu diesem Tutorial. Wenn euch solche Videos gefallen, dann lasst doch bitte ein Abo da
und klickt gegebenenfalls auch auf die Glocke. Über einen Daumen hoch beim Video freue ich mich natürlich auch. Dann alles Gute und viel Spaß beim Freecaden. Tschüss!